Mr. Harris mochte Züge. Er hatte Angst vor Flugzeugen und mochte keine Busse, aber Züge, sie waren groß, laut und aufregend. Als er ein Junge von 10 Jahren war, mochte er Züge. Jetzt war er ein Mann von 50 Jahren und er mochte Züge immer noch, also war er ein glücklicher Mann. In der Nacht des 14. September saß er im Nachtzug von Helsinki nach Oulu in Finnland und er hatte 10 Stunden vor sich. »Ich habe ein Buch und meine Zeitung«, dachte er, »und es gibt ein gutes Restaurant im Zug. Und dann habe ich 2 Wochen Urlaub bei meinen finnischen Freunden in Oulu.« Es waren nicht viele Menschen im Zug und niemand kam in Mr. Harris' Abteil. Darüber war er froh. Die meisten Menschen im Zug schliefen die ganze Nacht. Aber Mr. Harris schaute gern aus dem Fenster, las und dachte nach. Nach dem Abendessen im Restaurant kehrte Mr. Harris in sein Abteil zurück und setzte sich auf seinen Platz neben dem Fenster. 1 Stunde oder 2 lang beobachtete er die Bäume und Seen Finnlands draußen. Dann begann es dunkel zu werden, also öffnete er sein Buch und begann zu lesen. Um Mitternacht hielt der Zug an der kleinen Station Ottawa. Mr. Harris blickte aus dem Fenster, aber er sah niemanden. Der Zug fuhr wieder in die schwarze Nacht hinaus. Dann öffnete sich die Tür von Mr. Harris' Abteil und 2 Personen kamen herein, ein junger Mann und eine junge Frau. Die junge Frau war wütend. Sie schloss die Tür und rief dem Mann zu: »Karl, das kannst du mir nicht antun!« Der junge Mann lachte laut und setzte sich. Mr. Harris war ein kleiner, ruhiger Mann. Er trug unauffällige Kleidung und hatte eine leise Stimme. Er mochte keine lauten Menschen und keine lauten Stimmen, also war er nicht erfreut. »Junge Leute sind immer laut«, dachte er. »Warum können sie nicht leise sprechen?« Er legte sein Buch weg und schloss die Augen, aber er konnte nicht schlafen, weil die beiden jungen Leute nicht aufhörten zu reden. Die junge Frau setzte sich und sagte mit leiserer Stimme: »Karl, du bist mein Bruder und ich liebe dich, aber bitte hör mir zu. Du kannst meine Diamantkette nicht nehmen. Gib sie mir jetzt zurück, bitte.« Karl lächelte. »Nein, Elena«, sagte er, »ich gehe bald zurück nach Russland und ich nehme deine Diamanten mit.« Er nahm seinen Hut ab und legte ihn auf den Sitz. »Elena, hör zu. Du hast einen reichen Mann, aber ich habe kein Geld. Ich habe nichts. Wie soll ich ohne Geld leben? Du kannst mir kein Geld geben. Also brauche ich deine Diamanten, kleine Schwester.« Mr. Harris sah die junge Frau an. Sie war klein, mit schwarzen Haaren und dunklen Augen. Ihr Gesicht war weiß vor Angst. Mr. Harris begann Mitleid mit Elena zu haben. Sie und ihr Bruder sahen ihn kein einziges Mal an. »Können Sie mich nicht sehen?«, dachte er. »Karl«, sagte Elena. Ihre Stimme war jetzt sehr leise und Mr. Harris hörte aufmerksam zu. »Du warst heute Abend bei uns zum Essen und bist in mein Zimmer gegangen und hast meine Diamantkette genommen. Wie konntest du mir das antun? Mein Mann hat mir die Diamanten geschenkt. Es waren vorher die Diamanten seiner Mutter. Er wird sehr, sehr wütend sein und ich habe Angst vor ihm.« Ihr Bruder lachte. Er steckte die Hand in seine Tasche, zog sie wieder heraus und öffnete sie langsam. Die Diamantkette in seiner Hand war sehr schön. Mr. Harris starrte sie 1 oder 2 Minuten lang an.
Niemand bewegte sich, und es war still im Abteil. Man hörte nur das Geräusch des Zuges, der schnell durch die dunkle, kalte Nacht fuhr. Mr. Harris öffnete sein Buch wieder, aber er las nicht. Er beobachtete Karls Gesicht mit seinen gierigen Augen und seinem kalten Lächeln. »Was für wunderschöne Diamanten«, sagte Karl. »Ich kann viel Geld dafür bekommen.« »Gib sie mir zurück, Karl«, flüsterte Elena. »Mein Mann wird mich töten. Du bist mein Bruder. Bitte hilf mir, bitte!« Karl lachte wieder, und Mr. Harris wollte ihn schlagen. »Geh nach Hause, kleine Schwester«, sagte Karl. »Ich werde dir die Diamanten nicht zurückgeben. Geh nach Hause zu deinem wütenden Mann.« Plötzlich war ein Messer in der Hand der jungen Frau, ein langes, glänzendes Messer. Mr. Harris sah mit offenem Mund zu. Er konnte weder sprechen noch sich bewegen. »Gib mir die Diamanten zurück«, schrie Elena, »oder ich werde dich töten.« Die Hand am Messer war weiß. Karl lachte und lachte. »Was für eine Schwester«, sagte er. »Was für eine liebe, nette Schwester. Nein, es sind jetzt meine Diamanten. Steck dein Messer weg, kleine Schwester.« Doch das Messer in der weißen Hand bewegte sich schnell, nach oben, dann nach unten. Ein langer, schrecklicher Schrei ertönte, und Karls Körper fiel langsam auf den Sitz. Die Farbe des Sitzes begann sich rot zu färben, und die Diamantkette fiel aus Karls Hand auf den Boden. Elena war kreidebleich. »Oh nein«, flüsterte sie. »Karl, komm zurück! Komm zurück! Ich wollte dich nicht töten!« Aber Karl antwortete nicht, und das rote Blut lief langsam über den Boden. Elena legte den Kopf in die Hände, und wieder erklang im Abteil ein langer, schrecklicher Schrei. Auch Mr. Harris' Gesicht war weiß. Er öffnete den Mund, aber er konnte nicht sprechen. Er stand auf und ging vorsichtig zur Tür. Die junge Frau war jetzt still. Sie bewegte sich nicht und sah Mr. Harris nicht an. Im Gang begann Mr. Harris zu laufen. Der Schaffner war am Ende des Zuges, und Mr. Harris erreichte ihn in einer halben Minute. »Schnell«, sagte Mr. Harris. »Kommen Sie schnell! Ein Unfall! Eine junge Frau! Oh Gott, Ihr Bruder er ist tot!« Der Schaffner lief mit Mr. Harris zurück zum Abteil. Mr. Harris öffnete die Tür, und sie gingen hinein. Es gab keinen toten jungen Mann. Es gab keine junge Frau, kein Blut, kein Messer, keine Diamantkette, nur Mr. Harris' Taschen, seinen Hut und seinen Mantel. Der Schaffner sah Mr. Harris an, und Mr. Harris sah ihn an. Aber Sie waren hier«, begann Mr. Harris. »Ich habe Sie gesehen. Sie, die junge Frau. Sie hatte ein Messer, und sie hat Ihren Bruder getötet.« »Ein Messer, sagen Sie?«, fragte der Schaffner. »Ja«, sagte Mr. Harris schnell. »Ein langes Messer, und Ihr Bruder hat Ihre Diamanten genommen, also hat sie...« »Ah, Diamanten«, sagte der Schaffner. »Hieß die junge Frau Elena?« »Ja, so hieß sie«, sagte Mr. Harris. »Woher wissen Sie das? Kennen Sie sie?« »Ja und nein«, sagte der Schaffner langsam. Er dachte einen Moment nach und sah dann Mr. Harris an. »Elena di Saronelli«, sagte er. Sie hatte dunkle Augen und schwarzes Haar, sehr schön. Sie war halb Italienerin, halb Finnin. Ihr Bruder war ihr Halbbruder. Sie hatten denselben Vater, aber seine Mutter war Russin, glaube ich.
Mr. Harris starrte den Schaffner an. »Aber sie, Elena, sie lebt. Und wo ist sie?« »Oh nein«, sagte der Schaffner. »Elena di Saronelli starb vor etwa 80 Jahren. Nachdem sie ihren Bruder mit einem Messer getötet hatte, sprang sie aus dem Zug und starb sofort. Es war hier in der Nähe, glaube ich.« Er blickte aus dem Fenster in die Nacht. Mr. Harris' Gesicht wurde wieder ganz weiß. »Vor 80 Jahren«, flüsterte er. »Was sagen Sie da? Aber ich habe sie gesehen.« »Ja, das stimmt«, sagte der Schaffner. »Sie haben sie gesehen, aber sie sind nicht lebendig, sie sind Geister. Sie kommen oft im September um diese Zeit in den Nachtzug. Ich sehe sie nie, aber letztes Jahr hat sie jemand gesehen, ein Mann und seine Frau. Sie waren sehr unglücklich darüber. Aber was kann ich tun? Ich kann Elena und Karl nicht daran hindern, in den Zug zu kommen.« Der Schaffner sah Mr. Harris' bleiches Gesicht an. »Sie brauchen etwas zu trinken«, sagte er. »Kommen Sie und trinken Sie mit mir einen Wodka.« Mr. Harris trank normalerweise keinen Wodka, aber er hatte Angst. Wenn er die Augen schloss, sah er wieder Elenas langes Messer und hörte ihren schrecklichen Schrei. Also ging er mit dem Schaffner ans Ende des Zuges. Nach dem Wodka fühlte sich Mr. Harris besser. Er wollte nicht schlafen und der Schaffner redete gern, also blieb Mr. Harris bei ihm und ging nicht in sein Abteil zurück. »Ja«, sagte der Schaffner, »es ist eine berühmte Geschichte. Ich erinnere mich nicht an alles. Es geschah vor langer Zeit. Elenas Vater war hier in Finnland ein berühmter Mann. Er war einmal sehr reich, aber er hatte 3 oder 4 Frauen und etwa 8 Kinder, und er liebte die guten Dinge des Lebens, also blieb nicht viel Geld für die Kinder. Karl, der älteste Sohn, war ein schlechter Mensch. Man sagt, er wollte ein leichtes Leben und immer Geld in der Hand. Der Zug fuhr weiter durch die schwarze Nacht nach Oulu und der Schaffner trank noch etwas Wodka. »Elena«, sagte er, hatte kein leichtes Leben mit diesen 3 schwierigen Männern, einem Vater, einem Bruder, einem Ehemann. Ein Jahr besuchte sie die Familie ihrer Mutter in Italien und dort lernte sie ihren Mann, die Saronelli, kennen. Er war reich, aber kein freundlicher Mann. Sie kehrten nach Finnland zurück und Karl besuchte ihr Haus oft. Er wollte Geld vom reichen Ehemann seiner Schwester. Elena liebte ihren Bruder und gab ihm etwas Geld. Ihr Mann mochte Karl nicht und war wütend auf Elena. Er hörte auf, ihr Geld zu geben. Und danach, nun, Sie kennen die Geschichte. »Ja«, sagte Mr. Harris, »arme, unglückliche Elena.« Mr. Harris blieb 2 Wochen bei seinen Freunden in Oulu. Es waren ruhige Wochen und er hatte einen guten Urlaub. Aber er nahm den Bus zurück nach Helsinki. Der Bus war langsam und es waren viele Menschen darin, aber Mr. Harris war sehr glücklich. Er wollte nicht noch einmal den Nachtzug durch Finnland nehmen.